Heute testen wir den Drive Hub von Collective Minds. Mit diesem Adapter wird die Kompatibilität von Lenkrädern zur Konsole ermöglicht. Ihr habt mich zahlreich angeschrieben, um zu testen, ob die Fanatec CSL DD mittels Drive Hub auf der PlayStation kompatibel gemacht werden kann. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Vor dem Disclaimer ein wichtiger Hinweis. Bei diesem Produkt handelt es sich um Drittanbieterware. Der Einsatz solcher geschieht immer auf eigenes Risiko. Ich habe den Drive Hub selbst gekauft und wurde durch Spenden meiner Community unterstützt. Es gibt klarerweise keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bekomme dafür kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Damals gab es dieses Produkt nur direkt über den Hersteller und musste importiert werden. Mittlerweile ist der Collective Minds Drive Hub direkt über Amazon zum Preis von gut 100 € erhältlich. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 2, dem Lieferumfang. Der Drive Hub wird in einer ordentlichen Retail-Verpackung geliefert. Mit dabei sind Verbindungskabel und ein Doppelklebeband. Kapitel Nummer 3, die Kompatibilität. Die Liste kompatibler Wheels ist auf der Homepage des Herstellers angeführt. Klickt dort mal rein, es werden von alten Wheels bis hin zu neueren Produkten diverse Wheels und Peripherie, Pedale, Shifter und so weiter unterstützt. In meinem Test verwende ich den Drive Hub an einer Fanatec CSL DD Wheelbase und mit meiner PlayStation 4 Pro. Kommen wir zu Kapitel Nummer 4, die technischen Details und Abmessungen. Der Drive Hub ist mit 70 x 70 mm quadratisch und 15 mm dick. Die Elektronik ist im Kunststoffgehäuse verbaut, welches in mattschwarz daherkommt. Auf der Rückseite sind die Anschlüsse verbaut und vorderseitig ist ein LED-Drehzählband an der Oberseite des Gehäuses integriert. Auf der Oberseite ist ein kleines Display verbaut und daneben zwei Buttons. Mit diesen lassen sich diverse Modi durchschalten und das Firmware-Upgrade durchführen. Klickt bei Bedarf auf der Homepage auf Video-Tutorials, da ist dies alles Schritt für Schritt erklärt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, die Inbetriebnahme. Wenn die Möglichkeit für dich besteht, sollte die aktuelle Firmware auf dem Drive Hub installiert werden. Dies gelingt in einer Minute über ein Tool auf der Collective Minds Homepage. Anschließend kann der Drive Hub mit dem beigelegten Doppelklebeband befestigt werden. Danach wird der Controller deiner Konsole direkt am Drive Hub angeschlossen. Jetzt werden Drive Hub und Konsole miteinander verbunden. Und im Anschluss wird die Wheelbase direkt am Drive Hub angeschlossen. Nach dem Einschalten der Konsole befindet sich der Drive Hub im Suchmodus. Sobald die Wheelbase eingeschalten wird und sich im CSW V2.5 Kompatibilitätsmodus befindet, wird die Wheelbase als CSW V2 Wheelbase erkannt. Jetzt können die Eingaben direkt über das Lenkrad getätigt werden und der Renneinsatz kann beginnen. Kapitel Nummer 6, der Rennstreckentest. Ich habe den Test auf meiner PlayStation 4 Pro mit der Fanatec CSL DD Wheelbase gemacht. Als Spiele wurden Gran Turismo Sport und Formula 1 2020 getestet. Meine Aussagen beziehen sich nur auf das eben erwähnte Testszenario. Unterm Strich fallen keine Unterschiede auf, als wenn mein PlayStation lizenziertes Thrustmaster TGT2 Lenkrad zum Einsatz kommt. Die Bedienung über das Lenkrad gelingt problemlos und auch die analogen Pedals des McLaren GT3 Wheels werden unterstützt. Die Telemetriedaten des Spiels kommen wie gewohnt am Lenkrad an und die Force-Feedback-Effekte werden passend umgesetzt. Sämtliche Bodenwellen, Curbs und Fahrbahneffekte werden gut simuliert. Das Force-Feedback ist einwandfrei und wird ohne Lag, sprich ohne Verzögerung wiedergegeben. Die Power der CSL DD entspricht der Kraft, die auch beim PC-Einsatz vernehmbar ist. Das LED-Drehzahlband des Drive Hubs wird bei meinen beiden getesteten Spielen unterstützt. Kommen wir auf die Zielgerade, negative, neutrale und positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 7, die Nachteile. Bei Drittanbieterware weicht man vom Hersteller vorgesehenen Einsatzzweck ab. Das muss man immer im Problemfall berücksichtigen, da der Einsatz dieses Adapters auf eigenes Risiko geschieht, das muss einem immer bewusst sein. Der Preis von gut 100 € für ein Plastikgehäuse mit einer Mini-Platine und Anschlüssen und einer LED ist sehr hoch angesetzt. Kapitel Nummer 8, neutral. Die Haptik und Verarbeitung sind als neutral einzuordnen. Der Kunststoff sieht zweckmäßig aus, die Anschlüsse sind nicht wackelig und der Look ist unauffällig. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 9, den positiven Aspekten. Die Umsetzung gelingt äußerst einfach und unkompliziert.
Ich habe dieses Produkt bereits vor einigen Jahren mit meiner damaligen CSW V2 Wheelbase getestet und auch mit meiner Podium DD1. Sogar mit alternativen Pedalen, wie mit meinem damaligen Heusingfeld Sprint, gelang der Betrieb mit dem Drive-Hub problemlos. Somit scheint der technische Support und die Firmwarepflege auch über einen längeren Zeitraum up-to-date zu sein. Das integrierte Drehzahlband ist ein Nice-to-have und die Anschlusskabel sind mit Stoff ummantelt und lang genug. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 10, dem Fazit und der Kaufempfehlung. Im Alltag bin ich in über 90% aller Fälle am PC unterwegs. Für gelegentliche Ausflüge erfüllt der Drive-Hub für mich aber seinen Zweck. Trotz hohem Preis macht dieser Adapter genau das, was er machen soll. Der Materialwert dieses Kunststoffkästchens liegt wahrscheinlich irgendwo um die 2 €, aber dies tut nichts zur Sache. Für Simracer, die ausschließlich auf der Konsole unterwegs sind, empfehle ich Lenkräder, die offiziell dafür lizenziert wurden. Im täglichen Betrieb ist es vorteilhaft, wenn ihr euch in dem vom Hersteller vorgesehenen Einsatzbereich bewegt. Wie es in Sachen PlayStation 5 Kompatibilität und mit anderen Spielen oder Lenkrädern aussieht, das kann ich euch an dieser Stelle nicht berichten. Kontaktiert bei Bedarf den Anbieter bzw. guckt auf der Collective Minds Homepage unter Specs und im Supportbereich nach. Bevor wir zum spannenden Ausblick kommen, seid nun ihr am Zug. Loggt euch bitte ein und lasst mich wissen, was ihr von diesem Produkt haltet. Lasst gerne einen Like und ein Abo da, wenn ich weiterhelfen konnte. Und wenn du mich unterstützen willst, dann nutze bitte die Möglichkeiten in meiner Videobeschreibung unterhalb dieses Videos, wie PayPal, Patreon oder über den Amazon Affiliate Link, über welchen ihr alle Produkte bei Amazon kaufen könnt und mir Amazon ein paar Euronen an Provisionen ausspuckt. Kommen wir zu Kapitel Nummer 11, dem Ausblick. Ich werde euch ein Lenkrad von Azelit vorstellen, bei dem eine Lenkradplatte aus Vollcarbon und Griffflächen aus Leder zum Einsatz kommen. Am Vergleich Fanatec CSL DD vs Thrustmaster TGD2 arbeite ich noch. Und die Fanatec CSL Pedale stehen auf der Warteliste. Vielen Dank fürs Dabeisein und es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße von eurem Ron.